Lektion 181. Was ist der Schlüssel zum Glück? Hi Anna, was ist der Schlüssel zum Glück? Nun, das ist eine spannende Frage, nicht wahr? Ja, das ist es wohl. Aber ich bin wirklich neugierig. Was macht Menschen glücklich? Nun, ich denke, verschiedene Dinge machen verschiedene Menschen glücklich. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Was ist das? Geld kann kein Glück kaufen. Bist du sicher? Ich meine, es kann eine Menge Dinge kaufen, die die Leute glücklich machen. Ja, aber diese Dinge sind vorübergehend. Wahres Glück kommt von innen, nicht aus materiellen Besitztümern. Du bringst mich zum Nachdenken. Vielleicht sollte ich anfangen, mich auf inneres Glück zu konzentrieren. Auf jeden Fall. Und du weißt, was man sagt, Glück ist ansteckend. Verbreite die Freude. Du hast recht. Lasst uns ein bisschen Glück verbreiten. Klingt nach einem Plan. Lektion 182. Wie ist deine neue Wohnung? Hi Anna, wie ist deine neue Wohnung? Es ist großartig, John. Ich habe endlich das Gefühl, meinen eigenen Raum zu haben. Das ist großartig. Was ist deine Lieblingssache daran? Auf jeden Fall die großen Fenster, die so viel natürliches Licht hereinlassen. Oh, also kannst du endlich den ganzen Staub sehen, der sich angesammelt hat? He, sieh es dir an. Aber im Ernst, es war so schön, mit natürlichem Licht aufzuwachen, anstatt mit dem grellen Licht meines Handys. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich wette, du liebst es, deine eigene Küche zu haben, oder? Absolut. Ich habe viel Aufruhr geschürt. Ich bin jetzt im Grunde ein Michelin-Sterne-Koch. Nun, in dem Fall muss ich irgendwann zum Essen vorbeikommen. Du bist immer willkommen, John. Erwarte nur keine ausgefallenen Dekorationen oder so. Mach dir keine Sorgen, Anna. Ich bin nur wegen dem Essen hier. Lektion 183. Hast du jemals bemerkt, dass alles paarweise kommt? Hi Anna, ist dir jemals aufgefallen, dass alles paarweise kommt? Was meinst du? Nun, denk darüber nach. 2 Augen, 2 Ohren, 2 Hände, 2 Füße. Sogar unsere Lungen und Nieren kommen paarweise vor. Ja, das stimmt. Aber warum ist das lustig? Ich weiß nicht, es ist für mich einfach lustig, dass alles zu zweit zu kommen scheint. Es ist, als hätte das Universum ein Faible für Symmetrie. Ich glaube schon. Aber es sind nicht nur unsere Körper. Es gibt viele Dinge, die paarweise erhältlich sind, wie Schuhe, Handschuhe, Ohrringe und sogar Socken. Richtig. Und vergiss nicht Salz und Pfeffer, Erdnussbutter und Gelee sowie Batman und Robin. Okay, jetzt bist du einfach albern. Ich kann nicht anders. Die Nummer 2 ist für mich einfach so amüsant.
Nun, ich muss zugeben, dass Dinge, die paarweise erhältlich sind, etwas Befriedigendes an sich haben. Es fühlt sich einfach richtig an. Genau. Es ist, als wären wir dafür bestimmt, von allem zwei zu haben. Ich denke, du gehst ein bisschen zu weit, John. Vielleicht hast du recht. Aber hier, zumindest können wir die kleinen Dinge im Leben schätzen, oder? Ich vermute schon. Solange du nicht anfängst, alles zu zweit zu zählen. Lektion 184. Wie war dein erster Schultag? Hi Anna, wie war dein erster Schultag? Es war ein bisschen überwältigend. Ich habe so viele neue Klassen und Lehrer, an die ich mich erinnern kann. Mach dir keine Sorgen, Anna. Ich bin mir sicher, dass sie in kürzester Zeit den Dreh raus haben werden. Ich hoffe es. Aber im Moment fühle ich mich wie ein verlorener Welpe. Nun, ich habe eine Lösung für dich. Tu einfach so, als wärst du ein Geheimagent auf einer streng geheimen Mission. Sie müssen Informationen von all ihren Klassen sammeln und dem Hauptquartier Bericht erstatten. Das ist eine ziemlich kreative Lösung, John. Und das macht die Schule viel aufregender, findest du nicht? Ja, ich glaube, das tut es. Aber was ist, wenn ich erwischt werde? Das ist das Risiko, das du als Geheimagentin eingehst, Anna. Aber denk dran, falls du erwischt wirst, leugne alles. Ich denke nicht, dass das ein sehr guter Rat ist, John. Okay, gut. Bleib einfach bei den Grundlagen. Achten Sie im Unterricht auf, machen Sie sich gute Notizen und vergessen Sie nicht, Ihr Mittagessen mitzubringen. Danke, John. Das sind viel praktischere Ratschläge. Jederzeit, Anna. Denk einfach daran, dass du nicht allein bist. Wir sind alle zusammen in dieser Geheimagentenmission. Lektion 185. Hast du darüber nachgedacht, eines Tages zu heiraten? Hi Anna, hast du darüber nachgedacht, eines Tages zu heiraten? Ja, habe ich. Aber die richtige Person zu finden, scheint eine schwierige Aufgabe zu sein. Ich weiß, was du meinst. Aber dafür habe ich eine Lösung. Wir sollten einfach eine Dating-App für faule Leute erstellen. Anstatt nach links oder rechts zu wischen, klicken Sie einfach auf eine Schaltfläche mit der Aufschrift Ja, ich bin interessiert oder Nein, ich bin nicht interessiert. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Aber wie würden wir damit Geld verdienen? Einfach. Wir berechnen den Leuten die Schaltfläche Ja und geben die Schaltfläche Nein kostenlos weiter. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, John. Es ist einen Versuch wert. Und wer weiß, vielleicht werden wir das nächste große Ding in der Dating-Welt sein. Ich bezweifle es, aber es ist ein lustiger Gedanke. Ja, aber im Ernst, ich denke, die richtige Person zu finden, kostet Zeit und Mühe. Aber am Ende lohnt es sich. Ich stimme zu. Und hoffentlich finden wir beide eines Tages die richtige Person. Daran habe ich keinen Zweifel, Anna. Wir müssen nur weiter wischen, ich meine,
auf die Schaltfläche Ja klicken. Lektion 186. Hast du in letzter Zeit mit alten Freunden gesprochen? Hi Anna, hast du in letzter Zeit mit alten Freunden gesprochen? Jetzt, wo du es erwähnst, habe ich seit Jahren nicht mehr mit meinem besten Freund aus der Grundschule gesprochen. Nun, du solltest sie anrufen. Informieren Sie sich über alte Zeiten. Ich weiß nicht, John. Was ist, wenn sie sich nicht an mich erinnert? Sag ihr einfach, wer du bist. Und wenn sie sich immer noch nicht erinnert, tu so, als wärst du jemand anderes. Das ist ein schrecklicher Rat, John. Okay. Ich habe eine bessere Idee. Wenn sie ans Telefon geht, sag einfach, ich bin's, dein liebster Klassenkamerad, auf diese Weise weiß sie genau, wer du bist. Das ist ein bisschen kitschig, aber ich mag es. Manchmal muss man ein bisschen kitschig sein, um jemanden zum Lächeln zu bringen. Du hast recht, John. Ich rufe sie sofort an. Viel Glück, Anna. Und denken Sie daran, falls alles andere fehlschlägt, tun Sie so, als wären Sie ein seit langem verschollener Verwandter. Lektion 187. Warst du in letzter Zeit auf Reisen? Anna, warst du in letzter Zeit auf Reisen? Ja, ich war letzten Monat auf einer Reise nach Hawaii. Hawaii? Das klingt unglaublich. Wie war es? Sagen wir einfach, es lief nicht genau wie geplant. Was ist passiert? Nun, zunächst einmal hatte mein Flug 6 Stunden Verspätung. Und als ich endlich auf Hawaii ankam, hat es die ganze Zeit geregnet. Das ist schade. Hast du wenigstens ein paar lustige Dinge tun können? Nicht wirklich. Ich habe nur eine Ananasplantage besucht. Und selbst das war ein bisschen enttäuschend. Eine Ananasplantage? Das klingt nicht nach der aufregendsten Sache. Ja, erzähl mir davon. Aber das Beste war, als der Reiseleiter sagte, hier kommen die Ananas her, und ich wollte nur antworten, auf keinen Fall, ich dachte, sie kämen aus dem Supermarkt. Das ist saukomisch, Anna. Wenigstens hast du einen guten Sinn für Humor. Ja, in solchen Situationen muss man den Humor finden. Nun, ich bin mir sicher, dass deine nächste Reise viel besser sein wird. Das hoffe ich, John. Ich hoffe es. Lektion 188. Hast du manchmal das Gefühl, dass du mehr im Leben brauchst? Anna, hast du manchmal das Gefühl, dass du mehr im Leben brauchst? Was mehr? Nur mehr. Also, mehr Spannung, mehr Abenteuer, mehr Erfüllung. Ich glaube, jeder fühlt sich irgendwann so. Aber was meinst du konkret? Ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass das Leben mehr bieten muss als jeden Tag dieselbe alte Routine. Ich verstehe, was du sagst.
aber manchmal sind es die kleinen Dinge, die das Leben aufregender machen können. Wie was? Als würde man ein neues Restaurant ausprobieren oder eine neue Nachbarschaft erkunden. Oder probieren Sie einfach ein neues Hobby oder eine neue Aktivität aus. Ja, ich schätze, du hast recht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich etwas Größeres brauche, etwas Sinnvolleres. Nun, haben Sie darüber nachgedacht, sich freiwillig zu engagieren oder sich für eine Sache zu engagieren, die Ihnen am Herzen liegt? Darüber habe ich nie nachgedacht. Aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit oder Energie habe. Das ist verständlich, aber Sie müssen nichts Großes tun, um einen Unterschied zu machen. Selbst kleine freundliche Taten können eine große Wirkung haben. Weißt du was, Anna? Du hast recht. Vielleicht muss ich mich einfach darauf konzentrieren, mehr Gutes in der Welt zu tun. Das ist eine tolle Einstellung, John. Und wer weiß, vielleicht wird es unterwegs zu einigen aufregenden Abenteuern führen. Ich mag das Geräusch. Lass uns rausgehen und der Welt mehr Gutes tun, Anna. Ich bin voll und ganz dafür, John. Machen wir die Welt zu einem besseren Ort, eine kleine Handlung nach der anderen. Lektion 189. Erinnerst du dich an das erste Mal, als du Fahrrad gefahren bist? Hi Anna, erinnerst du dich an das erste Mal, als du Fahrrad gefahren bist? Ja, das tue ich. Anfangs war ich so nervös, aber dann hat es so viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich an mein erstes Mal, als ich Fahrrad gefahren bin. Ich war furchtbar darin. Ich bin so oft runtergefallen. Ja, am Anfang kann es schwierig sein. Aber wenn man einmal den Dreh raus hat, ist es so ein tolles Gefühl. Auf jeden Fall. Aber erinnerst du dich an das erste Mal, als du versucht hast, Einrad zu fahren? Ich bin noch nie Einrad gefahren, John. Wirklich? Ich dachte, jeder hätte es mindestens einmal versucht. Nein, ich habe es nicht einmal versucht. Nun, du verpasst nicht viel. Es ist viel schwieriger als Fahrradfahren. Ich kann mir das nur vorstellen. Aber im Ernst, es macht immer Spaß, neue Dinge auszuprobieren, auch wenn es nur so etwas Kleines wie Einradfahren ist. Ich stimme zu. Es ist wichtig, deine Komfortzone zu verlassen und ab und zu etwas Neues auszuprobieren. Vielleicht können wir nächstes Mal beide versuchen, zusammen Einrad zu fahren. Oh Mann, das sollte interessant sein. Lektion 190. Hast du jemals eine Brille getragen? Hi Anna, hast du jemals eine Brille getragen? Ja, habe ich. Warum fragst du? Nun, ich habe darüber nachgedacht, mir welche zu besorgen. Glaubst du, sie lassen die Leute klüger aussehen? Darüber weiß ich nichts, John. Ich denke, es hängt von der Person ab, die sie trägt. Ja, ich schätze, du hast recht. Aber ich dachte immer, sie lassen die Leute raffinierter aussehen. Vielleicht liegt das daran, dass sie mit Professoren oder Bibliothekaren in Verbindung bringen. Ja, das stimmt. Aber was ist mit den Leuten, die diese großen, dicken Brillen tragen?
Findest du nicht, dass sie ein bisschen nerdig aussehen? Ich denke, es kommt alles auf den persönlichen Stil an, John. Manche Leute können die dicken Rahmen abziehen und sie modisch aussehen lassen. Ja, ich nehme an, du hast recht. Vielleicht muss ich ein paar verschiedene Stile ausprobieren und schauen, welche zu mir passen. Und wer weiß, vielleicht lassen sie dich sogar schlauer aussehen. Ich nehme jede Hilfe an, die ich in dieser Abteilung bekommen kann. Lektion 191. Etwas verloren. Anna, hast du schon einmal etwas verloren und stundenlang danach gesucht, nur um es direkt vor dir zu finden? Ja, ich glaube, wir waren alle dort. Das habe ich erst letzte Woche gemacht. Ich habe mein Handy verloren und meine ganze Wohnung auseinandergerissen, um es zu finden, nur um festzustellen, dass es die ganze Zeit in meiner Tasche war. Das ist mir auch passiert. Es ist, als ob unser Gehirn automatisch annimmt, dass es woanders ist. Exakt. Und manchmal, wenn du endlich das findest, wonach du gesucht hast, fühlst du dich ein bisschen albern. Ja, aber es ist immer eine Erleichterung, es endlich zu finden, egal wie albern man sich fühlt. Und es ist noch schlimmer, wenn du nach etwas suchst, das direkt vor dir liegt, es aber du siehst es einfach nicht. Ich weiß, was du meinst. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Gehirn einfach abgeschaltet wird, wenn ich nach etwas suche. Es ist, als müssten wir zurück in den Kindergarten gehen und eine Partie die SPY spielen, um unsere Beobachtungsfähigkeiten zu verbessern. Vielleicht ist das keine so schlechte Idee. Es könnte eine unterhaltsame Art sein, verlorene Gegenstände zu finden. Ja, und wir könnten sogar ein Spiel daraus machen. ISPY, die Lost and Found Edition. Jetzt bist du auf der richtigen Spur, John. Lassen Sie uns einen neuen Trend starten. Lektion 192. Hast du schon einmal etwas umsonst verschenkt? Anna, hast du schon einmal etwas umsonst verschenkt? Ja, habe ich. Warum fragst du? Nun, ich habe darüber nachgedacht, einige meiner alten Klamotten zu verschenken, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie jemand haben möchte. Man weiß nie, John. Der Müll eines Mannes ist der Schatz eines anderen Mannes. Ich hoffe es. Aber was ist, wenn ich etwas verschenke, das jemand nicht will? Dann können Sie es jederzeit als Lappen verwenden oder es für wohltätige Zwecke spenden. Das stimmt. Aber was ist, wenn ich versehentlich etwas verschenke, das wirklich wertvoll ist? Dann bereuen Sie es vielleicht, John. Ich schätze, ich muss einfach vorsichtig sein, was ich verschenke. Aber es wäre schön, jemandem etwas umsonst zu geben und ihm den Tag zu versüßen. Das wäre es. Außerdem ist es immer gut, Dinge zu entrumpeln und wegzuwerfen, die Sie nicht benötigen. Ja, und vielleicht kriege ich dafür gutes Karma. Oder zumindest ein sauberer Schrank. Lektion 193. Bist du jemals in das Haus deiner Kindheit zurückgekehrt? Anna, bist du nach vielen Jahren jemals in dein Elternhaus zurückgekehrt?
Ja, habe ich. Es ist immer interessant zu sehen, wie sich die Dinge verändert haben. Ich denke darüber nach, das bald zu tun. Ich frage mich, ob alles gleich aussehen wird. Nun, ich sage es dir nur ungern, John, aber die Dinge werden wahrscheinlich nicht genau so aussehen, wie du sie in Erinnerung hast. Ja, ich weiß. Aber ich kann immer auf ein bisschen Nostalgie hoffen. Das stimmt. Und wer weiß, vielleicht finden sie einige verborgene Schätze, die sie vergessen haben. Das wäre nett. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass ich einigen alten Nachbarn treffe und sie nicht wiedererkenne. Tun Sie einfach so, als würden Sie sich an sie erinnern und hoffen, dass Sie nicht zu viele spezifische Fragen stellen. Guter Plan. Und vielleicht kann ich sogar einige alte Erinnerungen noch einmal erleben. Das ist der Geist, John. Verirre dich nur nicht zu sehr in der Vergangenheit. Keine Versprechen, Anna. Keine Versprechen. Lektion 194. Hast du jemals innegehalten und über den Sinn des Lebens nachgedacht? Hi Anna, hast du jemals angehalten und über den Sinn des Lebens nachgedacht? Ja, habe ich. Aber manchmal denke ich, dass es am besten ist, nicht zu viel darüber nachzudenken. Ich weiß, was du meinst. Es kann ziemlich tief und überwältigend werden. Außerdem ist das Leben schon kompliziert genug. Wir müssen die Verwirrung nicht vergrößern. Das stimmt. Aber fragst du dich nie, was unser Ziel auf diesem Planeten ist? Nun, John, ich glaube, unser Ziel ist es, Pizza zu essen und eine gute Zeit zu haben. Mir gefällt, wie du denkst, Anna. Aber im Ernst, ich denke, unser Ziel ist es, einfach das Leben zu genießen und das Beste aus unserer Zeit hier zu machen. Ja, du hast recht. Das Leben ist kurz, also sollten wir uns auf die Dinge konzentrieren, die uns glücklich machen. Exakt. Und wenn alles andere fehlschlägt, denken Sie daran, Lachen ist die beste Medizin. Dem kann ich nur zustimmen, Anna. Lass uns durchs Leben lachen. Lektion 195. Hast du jemals darüber nachgedacht, Kinder zu haben? Hi Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, Kinder zu haben? Ja, habe ich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich bereit bin, diese Art von Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß, was du meinst. Aber denk an all die Freude und das Lachen, die sie in unser Leben bringen. Das stimmt. Sie bringen aber auch viel Chaos und Chaos mit sich. Ja, das habe ich gehört. Aber denk an all die süßen und lustigen Momente, die wir erleben würden. Das stimmt. Aber was ist, wenn sich herausstellt, dass sie kleine Monster sind? Dann müssen wir nur in einige gute Techniken zur Verhaltensänderung investieren. Mir gefällt, wie du denkst, John. Denken Sie außerdem an all die Spielzeuge, mit denen wir spielen könnten. Du machst es nicht einfacher, John. Es tut mir leid, Anna. Ich denke nur, es wäre ein lustiges Abenteuer. Ja, du hast recht.
Es wäre auf jeden Fall ein Abenteuer. Aber ich denke, ich bleibe vorerst Tante. Passt zu dir, Anna. Mehr Spielzeug für mich. Lektion 196. Fühlst du dich in letzter Zeit bei der Arbeit gestresst? Hi Anna, hast du dich in letzter Zeit auf der Arbeit gestresst gefühlt? Ja, der Druck war ziemlich hoch. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich das noch durchhalten kann. Ich weiß, was du meinst. Aber du weißt, was man sagt, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus. Das kannst du leicht sagen, John. Sie müssen sich nicht damit auseinandersetzen, dass mein Chef Ihnen im Nacken sitzt. Stimmt, aber ich habe eine Lösung für dich. Hast du versucht, dir deinen Chef in einem lustigen Outfit vorzustellen? Was meinst du? Als würde man ihn in einem Clownkostüm oder einem Tütü vorstellen. Es ist schwer, jemanden ernst zu nehmen, wenn man ihn sich in einem lächerlichen Outfit vorstellt. Ich weiß nicht, ob das helfen würde, aber es ist einen Versuch wert. Vertrau mir, es funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, kannst du immer versuchen, dich für ein paar Minuten im Vorratsschrank zu verstecken. Ich glaube nicht, dass das bei meinem Chef gut ankommen würde. Stimmt, aber für ein paar Minuten Ruhe könnte es sich lohnen. Wissen Sie was, John? Vielleicht bist du auf der richtigen Spur. Siehst du, ich wusste, dass ich helfen kann. Denken Sie daran, wenn es hart auf hart kommt, werden die Harten albern. Lektion 197. Mein Computer ist gerade abgestürzt. Hi Anna, was stimmt nicht? Du siehst frustriert aus. Mein Computer ist gerade abgestürzt und ich habe meine gesamte Arbeit verloren. Nun, zumindest hast du eine Ausrede, um eine Pause einzulegen und etwas solitär zu spielen. Ja, ich bin sicher, meinem Chef würde diese Ausrede gefallen. Oder sie könnten immer einem Virus die Schuld geben. Diese Dinger sind hinterhältig. Ich glaube auch nicht, dass mein Chef das kaufen würde. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber das Positive ist, dass sie zumindest diese Gelegenheit nutzen können, um eine Tasse Kaffee zu trinken und sich für eine Minute zu entspannen. Du hast recht, John. Manchmal tut es gut, eine Pause einzulegen und den Kopf frei zu bekommen. Exakt. Und wer weiß, vielleicht brauchte Ihr Computer nur ein Nickerchen. Ich glaube nicht, dass Technologie so funktioniert, John. Man weiß nie. Es könnte ein neues Feature im nächsten Update sein. Ich bezweifle es, aber es ist ein netter Gedanke. Siehst du, ich wusste, dass ich dich aufmuntern kann. Jetzt holen wir uns den Kaffee. Lektion 198. Hast du diesen neuen Sushi-Laden ausprobiert? Anna, hast du das neue Sushi-Restaurant auf der anderen Straßenseite ausprobiert? Nein, habe ich nicht. Ist es gut? Oh Mann, es ist unglaublich. Ich hatte die leckerste Sushi-Rolle, die ich je probiert habe. Wirklich? Was war drin? Nun, es wurde Firecracker Roll genannt.
Es gab Garnelen-Tempura, Avocado, würzige Mayo und eine geheime Zutat, von der ich nicht genau weiß, was ich sagen kann. Eine geheime Zutat? Ich frage mich, was es sein könnte. Vielleicht haben Sie da ein bisschen Magie reingesteckt oder so. Ja, das muss es sein. Ich muss es selbst ausprobieren und sehen, ob ich die Magie schmecken kann. Vertrau mir, Anna. Du wirst nicht enttäuscht sein. Tatsächlich plane ich bereits meinen nächsten Besuch dort. Lektion 199, mein verrückter Onkel. Anna, habe ich dir je von meinem verrückten Onkel erzählt, der sich für einen Pirat hält? Was? Ein Pirat? Ja, er trägt ein komplettes Piratenkostüm, komplett mit einer Augenklappe und einem Papagei auf der Schulter. Das ist so komisch. Glaubt er wirklich, dass er ein Pirat ist? Ich bin mir nicht sicher, aber er benimmt sich definitiv wie einer. Er spricht mit einem lustigen Piratenakzent und hat sogar ein Piratenschiff in seinem Hinterhof. Wow, das ist ein toller Charakter. Warst du schon einmal mit ihm auf ein Piratenabenteuer? Eigentlich habe ich das. Er nahm mich und meine Cousins mit auf eine Schatzsuche in seinem Garten. Es war so albern, aber wir hatten eine tolle Zeit. Das klingt nach so viel Spaß. Nächstes Mal musst du mich einladen. Ahoi Kumpel! Ihr seid herzlich eingeladen, unsere Piratencrew auf der nächsten Schatzsuche zu begleiten. Lektion 200. Willst du heute Abend zum Abendessen ausgehen? Hey Anna, willst du heute Abend essen gehen? Klar, das klingt nach einer großartigen Idee. Wo willst du hin? Wie wäre es mit dem neuen italienischen Laden, der gerade die Straße runter eröffnet hat? Ich habe gehört, dass es dort tolle Nudelgerichte gibt. Oh, ich wollte das Lokal schon lange ausprobieren. Aber wir können nicht nur Pasta essen, wir brauchen auch Nachtisch. Ich stimme zu. Was hast du zum Nachtisch vor? Wie wäre es, wenn wir uns einen Schokoladenlavakuchen zum Teilen holen? Das ist meine Schwäche. Ah, du bist also eine Naschkatze, hm? Ich kann nicht anders, Schokolade ist einfach zu gut. In Ordnung, aber wir müssen sicherstellen, dass wir genug Platz für die Pasta haben. Wir können nicht zulassen, dass der Nachtisch unser Abendessen übernimmt. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass etwas Platz für das Hauptgericht bleibt. Lass uns ein paar Kohlenhydrate und Schokolade genießen. Willkommen, um unseren Kanal zu abonnieren. Und wir unterstützen auch mehrere Sprachen von unseren anderen Kanälen.